Jim war knapp über 30, als er aus Australien nach London kam, wo er mit seiner Mutter gelebt hatte. Eigentlich wollte er nur eine Woche bleiben, aber dann blieb er hängen. Die übliche Geschichte: Er verlor seine Papiere, fand keine Arbeit, schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, gründete eine Band, hatte aber keinen Erfolg. Am Ende wurde Heroin sein einziger treuer Freund. Diese Freundschaft hätte ihn fast das Leben gekostet, und er konnte erst im allerletzten Moment aufhören. Natürlich war seine schwere Kindheit an allem schuld, aber wenn man über 30 ist, spielt es keine Rolle mehr, wer schuld ist. Man ahnt langsam, dass man selbst dieses Chaos angerichtet hat. Jims Mutter hatte die halbe Welt bereist, auf der Suche nach sich selbst, lebte hier und dort, nie lange an einem Ort. Ihren Sohn verlor sie auf diesen Reisen. Ein mürrischer Teenager mit einem schrecklichen Akzent wurde in jeder neuen Schule zum Außenseiter. Das Einzige, was er wirklich konnte, war Gitarre spielen, aber anständige Jobs bekam er nicht. In London trat er auf dem Covent Garden auf. Jim wurde über ein kommunales Programm unterstützt, zum Glück hatte er die britische Staatsbürgerschaft. Die Stadtverwaltung gab ihm eine winzige Wohnung am Rande Londons, in einem armen Viertel. Schmutzig, die Flurlampe kaputt, aber zum ersten Mal hatte er sein eigenes Nest. Irgendwann im März sah Jim im Treppenhaus eine Katze. Ein großer roter Kater saß ruhig auf dem Fußabtreter vor einer Tür, entweder ein Streuner oder verloren. Am nächsten Tag war die Katze noch da, abgemagert, mit kahlen Stellen im Fell. Wozu brauche ich eine Katze? Ich kann mich selbst kaum ernähren, dachte Jim, aber er hatte Mitleid und beschloss, sie gesund zu pflegen. Vielleicht würde sich ja der Besitzer finden. Die Zeit verging, die Katze erholte sich, ihr Fell glänzte, sie nahm zu. Die Katze ging ihre eigenen Wege, kam und ging, aber sie verschwand nicht, benahm sich, als hätte sie jetzt einen Besitzer. Wegen der Katze musste Jim zum ersten Mal offizielle Stellen aufsuchen, was er sonst vermied. Die Katze bekam einen Mikrochip. Als Jim die Papiere sah, auf denen er als Besitzer eingetragen war, dachte er, dass sein Leben, das ihm bisher durch die Finger geronnen war, plötzlich eine Art Festigkeit bekam. Jetzt war er nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich. Er gab der Katze einen Namen: Bob. Eines Tages nahm Jim die Katze mit zur Arbeit nach Covent Garden und merkte, dass sie sich im Straßentrubel pudelwohl fühlte und dass man mit einer Katze mehr verdienen konnte. Am Ende des Tages war sein Rucksack schwer von Münzen. Den unerwarteten Gewinn teilte er brüderlich mit seinem Partner. Für Bob kaufte er gutes Futter und er selbst aß in einem Restaurant. Der Verkauf der Zeitschrift hätte für Jim der erste Schritt auf der Karriereleiter sein können, aber er wusste, dass das unmöglich war, solange er nicht endgültig von den Drogen loskam. Die ganze Zeit nahm Jim Methadon, behandelt nach einem Substitutionsprogramm in Russland ist das verboten. Das heißt, er bekam offiziell ein anderes Rauschgift. Mit den Tabletten konnte er seinen Alltag bewältigen, ohne Angst vor Entzugserscheinungen. Aber Methadon war eine Zeitbombe. Das Schema und die Einnahmezeiten durfte man nicht durcheinander bringen. Das war die erste Phase des Programms. Wenn jemand den Wunsch äußerte, ganz mit Drogen Schluss zu machen, musste man mit dem Arzt besprechen, das Schema langsam zu ändern. Der Höhepunkt waren 2 Tage ohne Tabletten. Jim hatte große Angst vor dem Entzug, aber das entscheidende Argument war die Katze. Außer ihm gab es niemanden, der sie füttern konnte. Die Katze half ihm auch durchzuhalten. Wie eine Pflegerin blieb sie bei ihm während der 2 schrecklichen Tage. Jim fantasierte, zitterte und wälzte sich in Albträumen, während die Katze schnurrte und ihn beruhigte, als würde sie seine Hand halten. Näher als die Katze war niemand. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.